ihr wieder bei Tu's Kochtour eingeschaltet habt. Heute möchte ich gerne euch in diesem Video vietnamesische Cupcakes zeigen mit Tulpendekoration. Dieser Teig, der ist sehr leicht und luftig und ist ein typisches Gebäck, also ein Klassiker bei uns und für mich eine kleine Kindheitserinnerung. Und getoppt habe ich den Teig aber noch mit Blaubeeren und gespritzt mit Tulpen obendrauf. Und die Spritztülle, die fand ich auch sehr hübsch, weil man eben als Ganzes eben die Blüte dann spritzen kann. Und nun zeige ich euch die Zutaten dazu. Und was ihr dazu benötigt, das sind 70 Gramm Mehl, 10 Gramm Speisestärke, dann braucht ihr 4 Eiweiß, dann braucht ihr dazu noch 80 Gramm Puderzucker, einen halben Teelöffel Zitronensaft, eine Prise Salz, 4 Eigelb braucht ihr, dann 30 Milliliter geschmolzene Butter und 15 Milliliter Milch. Wichtig dabei ist, dass die Eier und Milch Zimmertemperatur haben. Zuerst dann das Mehl und die Speisestärke durchsieben. Je mehr ihr das Mehl und die Speisestärke durchsiebt, desto feiner und luftiger und leichter wird dann auch der Teig. Nun stelle ich dann die Mehlmischung kurz zur Seite und schlage dann das Eiweiß mit dem Zitronensaft dann auf. Durch den Zitronensaft erhält dann das Eiweiß mehr Standfestigkeit und fällt dann auch nicht so schnell dann zusammen. Nun Zucker hinzufügen und leicht verrühren. Dann das Eigelb nach und nach dazugeben und verrühren. Anschließend die geschmolzene Butter und die Milch hinzugeben und durchmischen. Zuletzt dann die Mehlmischung in Etappen in die Eiermischung sieben und unterheben. Für die Füllung braucht ihr 125 Gramm Blaubeeren, dann braucht ihr 1 Esslöffel Puderzucker, 1 Esslöffel Zitronensaft und etwas Abrieb von einer Zitrone. Die Zutaten könnt ihr natürlich auch ersetzen durch andere Früchte oder auch komplett dann weglassen. Nun den Puderzucker, Zitronensaft und den Zitronenabrieb in die Blaubeeren geben und vermischen und kurz zur Seite stellen. Zuletzt habe ich dann die Cupcake-Form noch mit Papierförmchen ausgelegt und mit einem Eisportionierer ca. 1 Löffel Teig in die Papierförmchen gegeben und bei 170 Grad für ca. 15 bis 20 Minuten backen und abkühlen lassen. Währenddessen bereite ich dann die Buttercreme vor und für die Buttercreme brauchen wir 300 Gramm weiße Kuvertüre, 200 Gramm Puderzucker, 250 Gramm Butter. Zuerst werde ich dann die weiße Kuvertüre über dem Wasserbad schmelzen lassen und kurz beiseite stellen.
Als nächstes dann die Butter mit dem Puderzucker aufschlagen, bis es weißcremig wird. Nun die erkaltete, aber noch weiche Kuvertüre dazugeben und verrühren. Dann werde ich die Buttercreme in 3 Schüsseln aufteilen, also einmal für die Blätter, für das Innere von den Tulpen und einmal für die Blütenblätter. Anschließend färbe ich mir die Buttercreme in Grün und Orange. Bei der letzten Schüssel werde ich die Buttercreme so lassen und werde sie nicht einfärben. Anschließend mit einem Holzstäbchen streifenförmig die innere Seite des Spritzbeutels mit roter und gelber Farbe dann bestreichen. Ein kleiner Tipp von mir, füllt einfach die Buttercreme in einen Beutel und legt diese in einen anderen Spritzbeutel mit der Spritztülle. Das vereinfacht dann das Wechseln der Spritztülle. Also wenn ihr noch eine andere Blume oder ähnliches dann spritzen wollt, dann nehmt den inneren Beutel heraus und gebt es in einen anderen Beutel mit einer anderen Spritztülle. In die Mitte die orangene Buttercreme füllen und zum Bestreichen der Cupcakes etwas Buttercreme nehmen und die Cupcakes damit dann auch bestreichen. Zuerst leicht andrücken und langsam hochziehen. Anfangs ist es dann auch etwas schwierig, weil wenn ihr nämlich schnell hochzieht, dann bleibt die Blüte nicht auf dem Cupcake und fällt herunter, und wenn ihr dann zu lange andrückt und nicht hochzieht, bekommt es keine Tulpenform. Als letzten Schritt dann die grüne Buttercreme mit einer Blatttülle die Zwischenräume dann füllen. So sehen jetzt die Cupcakes aus mit einem vietnamesischen Teig und einer schönen frühlingshaften Dekoration. Ich finde, sie sehen sehr hübsch aus und die Tulpentülle finde ich auch sehr schön, weil man die eben als ganze Blüte dann spritzen kann und recht einfach ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis nächste Woche. Tschüss!